Jo Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video bei Geschichte Normal. Heute geht es um Paul Berenson und seine Kölbrandwerft. Paul war ein wohlhabender Mann, der mit seiner Familie in Altenwerder gelebt hat. Und um mehr über ihn und das Schicksal seiner Werft zu erfahren, haben wir mit Hanno Billerbeck von der KZ-Gedenkstätte Neuengamme geredet, der uns erzählen konnte, wer Paul Berenson war. Paul Berenson selber sagt von sich, dass er lutherischer Christ ist. Er ist als junger Mann in die lutherische, also hat sich taufen lassen, ist als junger Mann mit knapp 20 in die evangelische Kirche eingetreten und seine gesamte Familie, also seine Frau und seine Kinder, sein Sohn Oskar hat einmal geschrieben, immer evangelisch. Haben sich so verstanden. Aber in der Außenwahrnehmung war es eine jüdische Werft, weil die Eltern und Großeltern von Paul Berenson Juden waren. Seinen ersten Lebensjahrzehnten ist es eigentlich eine völlig normale norddeutsche Geschichte. Also er ist zur Schule gegangen, hat dann eine Ausbildung auf einer Werft in Wewelsfleth an der Stör gemacht, hat sich selbstständig gemacht, war ein Jahr lang ungefähr Miteigentümer dieser Werft, die sehr erfolgreich war, und hat dann seinen eigenen Betrieb auf dem Kühlbrand gegründet. Und das lief alles so erfolgreich, dass er in den 30er Jahren 120 Angestellte hatte auf der Werft, die da gearbeitet haben. Dann setzte aber die Ausgrenzung ein, und man kann an der Geschichte von der Familie Berenson genau sehen, dass die Arisierung nicht einfach, also sozusagen ein Schritt war, also dass mit einmal alles weg war, sondern das war eine lange Entwicklung mit vielen kleinen Spitzen. Das fing an mit Zeitungsartikeln, in denen äh, die Werft sozusagen schlecht gemacht worden ist. Das fing mit zusätzlichen Steuern, mit Auflagen an. Dann wurde hier und da mal was beschlagnahmt, eine höhere Gebühr genommen, die Kunden schlecht gemacht, versucht, den Ruf der Werft schlecht zu machen und so weiter. Und so stieg der Druck immer mehr. Und dann hat er sogar 1938 als jüdische Unternehmer, also jüdische immer in Anführungsstrichen, weil das ja die Einstufung von den Nazis war. Er war ja kein Jude, ne? Sondern evangelischer Christ. Aber trotzdem von außen galt es ihm als jüdische Werft. Und selbst 1938, als der Druck noch hoch war, hat ein Wirtschaftsprüfer den Wert dieser Werft auf ungefähr gut 700.000 Reichsmark eingeschätzt. Und es gibt richtig Briefe, dass die Hamburger Nazi-Leitung Gespräche geführt hat, in denen sie richtig sagen, also sie wollten die jetzige Gelegenheit nutzen, um das Gelände billig zu erwerben, und haben dann den Druck erhöht. Und da gab es auch im Umfeld der Hamburger NSDAP gab es Leute, die dieses Werftgelände gerne gehabt haben. Und die haben Flächen gesucht für Tanklager, zum Beispiel für Materiallager. Die sollten nämlich eine Infrastruktur aufbauen für den Kriegsfall, damit man die Waren, praktisch die Sachen, die man im Kriegsfall braucht, schon mal gelagert hat. Und die wollten das Gelände auch haben und haben auch richtig deutlich gesagt, dass es ihnen darum ging, das Gelände so günstig wie möglich zu kriegen. Und da Paul Berenson wusste, dass er jetzt verkaufen muss, um ins Ausland gehen zu können, hat er sich dann auf diesen Preis von 360.000 Euro eingelassen. Und dann hat er eben nicht nur die Werft, sondern hat auch, weil es dann schnell gehen musste, möglichst alles andere, was sie da hatten, verkauft. Und kurz danach, noch bevor er das Geld gekriegt hat, gab es eine sogenannte Sicherungsanordnung. Da hat die Stadt Hamburg seinen kompletten Besitz, Grundstücke, die er hatte, Barvermögen, Bankguthaben und alles, was er hatte, mit einer sogenannten Sicherungsanordnung belegt. Das heißt, er konnte nicht mehr selber verfügen. Wenn er Geld davon haben wollte, dann musste er dieses Geld beantragen. Im Frühjahr 1939 hat es die Familie endlich geschafft, nach Honduras auszureisen, und ein Jahr später sind sie weiter in die USA gezogen. Aber wie ging es für die Familie weiter nach dem Krieg? Paul Berenson hat gleich nach dem Krieg Briefe nach Hamburg geschrieben, weil er seine alte Werft wieder aufbauen wollte. Und dann ist erstmal 3 Jahre gar nichts passiert. Deswegen ist er dann 1949 wieder nach Hamburg gekommen, um dafür zu sorgen, dass man, und hat, so hieß das damals, ein Wiedergutmachungsverfahren angefangen. Natürlich, also das ist auch schon ein schwieriges Wort, was kann man da wieder gut machen, ne? Aber das hat er eben, so wurde das genannt. Und es passierte das Gleiche wieder, was er vorher gemacht hat. Er hat nicht einfach das zurückgekriegt. Mittlerweile war auf dem Gelände wieder eine Werft, die das Gelände von der Stadt gemietet hatte. Und die wollten natürlich nicht freiwillig gehen, und die Stadt wollte das Gelände auch nicht wieder rausrücken. Und das gab jahrelange Gerichtsprozesse, wo er wirklich Stück für Stück in kleinen Abschnitten sich immer wieder neue Rechte sozusagen erkämpfen musste. Aber er hat es nicht geschafft, in diesen ganzen Jahren wieder
sozusagen so viel von seinem Geld zurückerstattet zu bekommen, dass er wieder eine richtige Werft aufbauen konnte. Die Nationalsozialisten haben Paul Berenson alles genommen und er hat so gut wie keine Wiedergutmachung durch Deutschland erfahren. Wir hoffen, dass wir mit unserem Video auf sein Schicksal aufmerksam machen konnten, denn man darf solche Geschichten nicht vergessen.